Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Mein Name ist Jochen von Makita. Und wir haben hier augenscheinlich jede Menge Makita Stichsägen und wir wollen in diesem Video rausbekommen, welche ist die richtige Stichsäge für dich. Und wenn du sagst, nicht nur Stichsägen sind für dich interessant, sondern auch das Thema Tauchsäge, ganz am Ende haben wir ein 5-Euro-Goodie, das diese Stichsäge gefühlt doppelt so gut macht. Also auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Und wir schauen uns auch nicht nur die Stichsägen an, sondern wir schauen uns auch an das ganze Zubehör, was es noch gibt. Extrem sinnvoll, extrem auch häufig notwendig, würde ich sagen. Erleichtert euch euer Leben, aber darum soll es heute gehen. Was ist die richtige Stichsäge für dich? Und deswegen haben wir heute hier auch eigentlich die gesamte Range von euch da. Alles mit Akku natürlich. Ja, weil im Grunde kabelgetriebene Stichsägen sind heute eigentlich kaum noch ein Thema, oder? Also wir haben natürlich auch kabelgebundene Stichsägen im Sortiment, aber ja, wichtig eigentlich Akku, jeder will ohne Kabel, gerade bei einer Stichsäge vom Handling her, genau. Manchmal ist das Kabel dann zu kurz oder hängt irgendwo an der Kante, natürlich ideal als Akkuvariante. Ich weiß, es gibt immer wieder die große Diskussion, Akku oder Kabel, aber ich glaube, es gibt wenige Geräte, wo es so klar ist, auf jeden Fall 100% Akku, weil ich wüsste wirklich gar keinen Vorteil von einem kabelgebundenen Stichsäge, außer dass ich unendlich lange arbeiten kann, aber die Standzeit mit so einem Akku ist ja schon enorm. Ja? Und deswegen haben wir heute, damit ihr auch wirklich schauen könnt, was ist die richtige für dich, wirklich hier das Gerät in 12 Volt, wir haben hier die 18 Volt Range und dann auch die relativ neue 40 Volt Range. Und da schauen wir uns wirklich an, was sind die einzelnen Features, die diese Sägen voneinander unterscheiden. Und wir gucken uns mal ganz kurz, damit der Kollege auch mal zu Wort kommen kann, aber erstmal an, welche Geräte haben wir hier. Und da ich das nicht aus dem Kopf weiß, kann ich sie aber wunderbar mal ablesen. Wir haben hier in 12 Volt die JV 102D, dann haben wir die DJV 185, hier die DJV 184, die 181, die 182. Jetzt ändern wir den Namen in JV 001G und 002. Vom Preis her finde ich es übrigens auch interessant, dass der Preis sich zwar schon so ein bisschen aufspreizt, denn wir haben hier bei der kleinsten Variante in 12 Volt einen Preis von 110 Euro und hier ist es so, dass wir so im Bereich zwischen 150 und 190 Euro sind bei den 18 Volt Varianten und hier so im Bereich 200 bis 230 Euro. Wenn du dich für die Preise und die Geräte interessierst, in der Videobeschreibung findest du wie immer natürlich den ehrlichen Preisvergleich, kannst auch direkt mal bei GoTools vorbeigucken und dir dort auch mal die Geräte anschauen. Auch die ganzen Zubehöre, zu denen wir auch noch kommen, vielleicht schwenkt die Kamera kurz darüber hin. Auch das schauen wir uns gleich noch an. Auch das findest du alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt aber so viel zur Vorrede. Nochmal ganz wichtig für euch, 12, 18, 40 Volt. Wenn ihr mehr Infos zu 40 Volt haben wollt, wir verlinken euch mal 2 Videos hier oben, auch die Neuheiten von euch und auch, was heißt mit 40 Volt eigentlich allgemein auf sich. Mensch. Sehr langes Intro, tut mir leid, aber jetzt gehen wir auch mal rein. Ins Detail. Genau, ins Detail. Wir haben hier als erstes ein 12 Volt Gerät. Interessanterweise, das erste, was mir aufgefallen ist, gefühlt standen die falsch rum. Ich dachte so, Moment, ist jetzt so oder so? Irgendwie ähneln sie sich total. Da muss ja irgendeinen Grund für geben. Ja. Ja, die unterscheiden sich jetzt eigentlich nur durch die Akkuaufnahme. Also wenn wir jetzt hinten oder eben rechts, so wie sie stehen, jetzt schauen, die 12 Volt Akkuaufnahme oder eben die 18 Volt Akkuaufnahme, aber vorne vom Gehäuse her sind sie eigentlich nahezu identisch. Heißt, wir können also jetzt hier mit 12 Volt natürlich mit dem kleinsten, kompaktesten, leichtesten Akku sagen, wir hätten eine leichte, kompakte Stichsäge. Die 12 Volt Akkus gibt es jetzt ja auch seit kurzem neu, die 5 Ampere-Stunden Variante mit der 21700er Zelle, das heißt kleinerer Akku, also sprich weniger Gewicht bei mehr Kapazität. Trotz allem wissen wir natürlich, dass viele Anwender den 18 Volt Akku verwenden und dann natürlich klar hier keine Komplettvariante kaufen müssen, sondern sich hier die Stichsäge holen können als Z-Modell und die vorhandenen 18 Volt Akkus verwenden können. Genau, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz, das hier ist die 5 Ampere Zelle.
mit den 21700ern, dass man das auch nochmal wirklich sieht. Ja? Hier 4 Ampere, hier 5 Ampere, leicht andere Bauform. Finde ich eigentlich also grundsätzlich erstmal interessant, auch der richtige Weg. Ist halt noch eine leistungsfähige Zelle, kann ich noch mehr Energie abrufen. Nicht mehr Energie, sondern nur, ich sag mal, es kann besser zur Verfügung gestellt werden. Wir könnten jetzt ja auch tiefer reingehen, aber das ist, glaube ich, zu tief. Wichtig ist, 12 Volt hat am Ende doch irgendwo seine Grenzen. Auch diese Zellen. Und jetzt müssen wir mal Folgendes uns anschauen. Wir stecken mal hier wirklich den leistungsfähigsten rein. Und hier vergleichen wir mal hier mit 6 Ampere. Wenn ich das einfach mal so nehme, merke ich schon, hier ist ein gewisses Mehrgewicht. Aber also für mich beim persönlichen Handling, ich würde damit gut klarkommen. Also ich hätte da jetzt gar keinen Stress. Ich kann natürlich jetzt hier auch sagen, ich möchte es wirklich super klein und handlich haben, kann auch einen sehr kleinen Akku nehmen, weil natürlich der 5er und 6er ist so der Klassiker, den ihr eigentlich habt. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt wirklich sehr klein, kompakt und handlich sein, nehme ich noch kleineren Akku. Und wenn ich die jetzt so gegeneinander halte, ist da kaum noch ein Unterschied. Ja? Und wenn man jetzt bedenkt, dass die vom Benutzen, vom Handling, von den Features annähernd identisch sind, kannst du dir für dich überlegen, was die richtige ist. Bist du mehr im 12-Volt-Segment, kannst du vielleicht die nehmen. Bist du mehr im 18-Volt-Segment, was die meisten wahrscheinlich sind, dann wäre es wahrscheinlich eher diese hier. Und wie du gerade ja gesagt hast, Sebastian, wir haben auch den 18-Volt-Akku einreihig. Den gibt es mit 1,5 oder 2,0 Ampere und haben dann natürlich die Hälfte an Zellen in dem Akku, dementsprechend eben den Akku leichter, kompakter. Also wenn es jetzt ein Problem wäre vom Gewicht oder vom Handling, dann haben wir da auf jeden Fall auch im 18-Volt-Bereich die Alternative. Die Geräte technisch sind sie identisch, die haben beide 23 mm Hub und ein Drehzahlband zwischen 800 und 3000 wählbar mittels dem Einstelldrehrad hier. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal aber die Geräte mal weiter anschauen, das ist mal ganz wichtig, das hier ist das Gerät, von dem das abgeleitet wurde. Ja? Oder eigentlich dann so rübergenommen wurde Richtung 18 Volt. Ja. Das sind aber jetzt auch wieder fast die identischen Geräte. Zumindest erstmal von den technischen Daten her an vielen Stellen. Wir haben jetzt hier, also erstmal, wir können vielleicht auch sagen, dieselbe Geräteklasse, weil das ist schon nochmal eine ganz andere Klasse, Leistungsfähigkeit, Art und Weise, Aufbau. Nur hier müsst ihr für euch jetzt entscheiden, welche Features möchte ich denn jetzt haben? Möchte ich gerne die Stabvariante oder möchte ich die Bügelvariante? Und sie unterscheiden sich auf den ersten Blick natürlich rein optisch, aber auch vom Handling und von der Benutzung her. Weil das offensichtlichste erste Mal ist für mich noch nicht nur die Griffform, sondern auch hier ist es so, dass, nee, das stimmt gar nicht, bei dem kann ich den Fuß ja auch verstellen. Ja? Ich kann hier eine Gärung einstellen, richtig? Also beide sind technisch identisch, unterscheiden sich tatsächlich nur durch die Griffform. Alle Stichsägen bei Makita sind immer in 2 verschiedenen Griffvarianten erhältlich. Es gibt jetzt auch kein Für und Wider. Also ich sage jetzt einfach mal, der eine hat das Faible eher für die Griffform, der andere für die andere Griffform. Was man natürlich schon hervorheben muss, dass hier bei der Variante natürlich es auch möglich ist, die über Kopf zu bedienen. Das heißt also bei Über-Kopf-Schnitten, wenn ich sage, ich will jetzt hier oben mein Schnitt sehen, mein Schnittbild und nicht verdeckt eben durch die Grundplatte, dann kann ich mit der Griffvariante natürlich hier schön leicht vom Handling her auch von unten schneiden, was sich hier wieder ein bisschen als problematisch darstellt. Trotz allem, der ein oder andere will einfach vielleicht auch, ich sage mal, eine sichere Auflage von oben, den Druck ausüben, wie auch immer. Da sage ich jetzt einfach mal, sind wir dann mit beiden Griffvarianten eben für alle Möglichkeiten dann hier gerüstet. Ja, für diejenigen, ich möchte mal eine Sache mitgeben, für diejenigen, die noch gar keine Stichsäge haben und sich eine qualitativ hochwertige Stichsäge offensichtlich von Makita holen wollen, gibt es für mich ein Argument, was immer gegen eine Bügelstichsäge spricht, von mir aus, ich möchte es euch aber wirklich mitgeben, ist es einfach, dadurch, dass du den höheren Griff hast du aus meiner Sicht, weil du es gerade eigentlich anders gesagt hast, weniger Kontrolle. Hier bist du sehr nah am Werkstück im Verhältnis
von deiner Hand zum Werkstück und hast hier eigentlich weniger Kippvariante. Und wenn du je ungeübter du bist, umso leichter bist du mit so einer Variante klarkommen. Das ist meine persönliche Meinung. Das kannst du anders sehen, könnt ihr anders sehen. Aber das ist das, wie ich es immer wieder sehe. Und wenn wir jetzt anschauen, im Baumarkt haben wir ganz häufig diese Griffform, obwohl ich glaube, für den Anwender wäre das häufig die bessere Säge. Und sie ist auch multifunktional einsetzbar. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch wie, mag ich eher diese Automarke oder mag ich eher diese? Ja? Das gibt ja immer so persönliche Präferenz, das ist ja auch völlig okay. Gar kein Thema. Wir werden das aber in anderen auch immer wieder weitersehen. Also überlegt euch da ganz genau, was ihr euch holt. Und das heißt nicht, dass das jetzt eine schlechte Säge ist, ganz im Gegenteil. Es ist nur wirklich ein komplett anderes Handling, das muss man wirklich bedenken. Und ihr habt hier immer die Arbeit, dass ihr von unten arbeiten könnt, die Möglichkeit und von oben. Und von oben wird euch jeder sagen, du weißt ja gar nicht, wie man die Säge bedient. Das ist ja ganz häufig der Begriff, ich bekomme das sehr häufig zu hören, Sebastian, was soll denn das, du benutzt die falsch, aber ich kann sie natürlich auch so rum bedienen. Wenn wir uns jetzt die Säge mal anschauen, lass uns mal ganz kurz mal bei der hier nochmal technisch anfangen, also von der Bedienung her anfangen. Ich kann hier was einstellen? Wir haben hier, also alle Varianten sind Pendel, sogenannte Pendelhub-Stichsägen. Und wir haben hier quasi den Pendelhub zum Zuschalten oder zum Ausschalten und auch 3 verschiedene Varianten, quasi wie weit das Sägeblatt auspendeln soll. Die Pendelfunktion ermöglicht einen schnelleren Schnitt, wobei der schnellere Schnitt dann aber auch mehr Ausriss erzeugt. Also der Schnitt wird schneller, aber dafür unsauberer. Aber das kann ich hier einstellen. Mit der Pendelhub-Einstellung will ich einen sauberen, langsamen Schnitt oder will ich einen schnellen und gar keinen ganz so sauberen Schnitt. Wäre also der Schalter hier an der Seite vom Gehäuse. Ja. So, jetzt habe ich hier im Grunde ja noch 3 weitere Schalter. Einmal hier, sag mal, die Entriegelung. Ja, ich sag mal, rein logisch würde ich sagen, der Ein-Ausschalter. Aber Entriegelung macht schon Sinn, das ist der Start. Das ist tatsächlich der Ein-Ausschalter. Aber ich kann nicht drücken. Aber weil der Ein-Ausschalter hier eigentlich nur, sage ich mal, ganz wenig aufträgt, um hier zu verhindern, dass die Säge vielleicht irgendwie aus Versehen bedient wird oder vielleicht sogar irgendwo dagegen drückt und angeht, haben wir quasi den Sicherungsschalterknopf. Also wir müssen die Säge entsichern und dann können wir mit dem Ein-Ausschalter können wir die Säge einschalten, wobei ausschalten, weil ich sage Ein-Ausschalter, ausschalten kann ich mit beiden Knöpfen. Also egal welchen Knopf ich drücke, wenn die Säge läuft und ich drücke einen von beiden Knöpfen, egal welchen, geht sie aus. So, hier habe ich jetzt nochmal die Geschwindigkeitsvorwahl. Ja. Was jetzt klassisch ist bei diesen Sägen oder ein extremer Unterschied zwischen diesen beiden Sägen ist, ich habe hier einen Knopf, wo ich die Geschwindigkeit regeln kann. Das heißt, ich kann relativ langsam anfangen und dann kann ich mit der vollen Geschwindigkeit weitermachen. Das geht hier natürlich nicht, weil hier habe ich ja diesen Knopf nicht. Habe ich hier eine Funktion eines Sanftanlaufs bei der Säge? Ja, also die Sägen haben diesen Sanfthub, diesen sogenannten Sanfthub oder Sanftanlauf. Das heißt, das Sägeblatt läuft in niedriger Drehzahl an und beim Einsetzen ins Material, quasi auf Druck, erhöht sich dann automatisch die Drehzahl. Die Drehzahl geht dann auf die eingestellte Drehzahl hoch. Und dadurch können wir eben mit dem Sanftanlauf oder Sanfthub vielleicht besser ansetzen. Hier wiederum, wenn jemand sich daran stört und sagt, nein, für mich ist es eher hinderlich, ich hätte gern die volle Drehzahl, dann lässt sich das auch ganz einfach umstellen. Wie? Und zwar, wir müssen dazu nur, jetzt muss ich mal kurz ausmachen, ganz aus, so. Wir müssen entriegeln, dann blinken hier zweimal diese Lampen, dann drehen wir das Drehzahlrad einmal ganz nach unten und wieder ganz nach oben, dann blinken hier auch zweimal die Lampen und wenn wir jetzt einschalten, dann werden wir feststellen, so haben wir jetzt wieder die niedrige Drehzahl, also der von Werk aus eingestellte Sanftanlauf und gerade zuvor war der schon deaktiviert. Wir können das jetzt Ganze nochmal rückwärts machen. Also passt. In der Form quasi lässt sich dieser Sanfthub aktivieren oder deaktivieren.
Und das ist ganz wichtig, dass dass wir auch nochmal hervorheben, wir sind ja in der kompakten Klasse, ich will gar nicht Einstiegsklasse sagen, sondern in der kompakten Klasse, wo viele andere Hersteller diese Funktion durchaus auch weglassen. Ihr habt es aber mit dabei und ich finde die auch sehr wichtig. Weil, also ich nutze das jedes Mal, wenn ich ins Material gehe, weil ich wirklich perfekt sehen will, wo bin ich gerade und dann richtig losarbeiten möchte. Und das ist ein ganz tolles Feature. Ja, das möchte man auf jeden Fall haben. Wir haben hier vorne jetzt noch das Sichtfenster. Wir haben hier eine klassische Aufnahme, eine SDS-Aufnahme. Das heißt, so wie man es kennt, ja, wir nehmen hier unser Sägeblatt, tun das hier einfach nur rein, aber vorne nehmen wir den Akku raus. Sonst gibt es ja böse Kommentare, zu Recht, ja, das macht ihr bitte auch, immer den Akku voraus, so, weil gerade hier habe ich auch die Hände hier unten. Ja, also das ist natürlich immer zu beachten. So, Sägeblatt ist drin. Wie verhält sich das Ganze jetzt beim Rausnehmen? Also hier ist es so, das Sägeblatt einsetzen muss ich also überhaupt gar nichts bedienen. Wir haben hier das Ganze unter einer Vorspannung. Wir haben eine Federvorspannung, dass ich quasi das Sägeblatt nur etwas fester eindrücke und es dann eigenständig verriegelt. So, ich zeige es nochmal. Ja. Und hier sieht man es schlecht. Ich habe es falsch gespannt. Sekunde. So. Okay. Also und jetzt ist drin. Ja, ja. Also beim Entfernen muss der Bügel ganz aufgezogen werden, bis er einrastet. Dann haben wir diese Federvorspannung und dann kann ich das Sägeblatt einsetzen, ohne den Bügel betätigen zu müssen. Zum Entfernen einfach kurz den Bügel leicht ziehen, dann geht das Sägeblatt, wird es nach vorne rausspringen und da eben wichtig, dass man hier den Bügel ganz bis auf Anschlag drückt, damit eben diese Vorspannung dann vorhanden ist. Ja. Ich habe es eben falsch gemacht, dass ich es nur so ein bisschen angelupft habe. Es kam raus. Wenn ich jetzt so einen Millimeter, 2 Millimeter weiter gedreht hätte, dann wäre es schon wieder richtig gewesen. So kann ich es ein- und aussetzen. Und, so geht es dann ganz einfach. Genau. Und was ja auch noch eine wichtige Frage ist für viele, wird es ausgeworfen oder nicht? Da gibt es ja auch wieder Pro und Contra. Manche wollen das, manche wollen es so. Hier wird es mit einem, ich sag mal, sanften Wurf rausgeworfen. Ja. Weil ich es vorhin noch mal gesagt habe, bitte macht es wirklich und nehmt den Akku raus zum Sägeblatttausch, weil da können auch im Zweifel unangenehme Dinge passieren. Ja? Ja. So, inwiefern unterscheiden sich diese beiden Geräte noch? Oder kommen wir mal ganz kurz vom Handling. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit, das Gerät hier mit dem Daumen entsprechend jetzt habe ich es ja richtig gelernt, entriegeln und dann zu starten. Was ist, wenn ich jetzt Linkshänder bin? Habe ich das nicht? Dann muss ich das mit den anderen Finger machen. Bei dem Modell haben wir dann tatsächlich keine Möglichkeit, um quasi zwischen links und rechts zu unterscheiden. Da müssten wir dann in die nächsten Modellreihen wechseln, wo wir das dann tatsächlich verbaut haben. Ja, wobei ich sagen muss, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt das nicht hinkriegen würde. Also es funktioniert schon, dass ich auch hier mit dem Finger ein- und ausschalte, das ist gar kein Problem. Eine Frage habe ich noch, und zwar habe ich hier eine Staubabblasfunktion. Ja, also alle unsere Stichsägen haben auch ein Schnittstellengebläse, das heißt in Betrieb, also während des Schnitts, haben wir immer quasi so eine leichte Gebläsefunktion, die den Span nach vorne rausbläst, ganz wichtig, dass eben die Schnittstelle dann frei bleibt bzw. sichtbar bleibt. Und Thema sichtbar, wir haben auch bei allen Modellen eine LED verbaut, die dann auf die Schnittstelle leuchtet und dementsprechend dann die ausleuchtet, besser sichtbar wäre. Ja. Okay, jetzt haben wir uns die jetzt sehr lange angeschaut. Gibt es noch einen Unterschied zu der Säge? Hier schalten wir sie oben an aus. Hier haben wir die Entriegelung haben wir oben, genau, also eigentlich genau dasselbe, obwohl wir den Elektronikschalter haben. Wir müssen auch oben entriegeln und erst dann können wir den Elektronikschalter bedienen. Ansonsten, wie gesagt, sind die technisch identisch und unterscheiden sich nur durch die Griffform. Okay, so, jetzt haben wir uns mal angeschaut, die kompakte Klasse. Vorhin, als wir die Geräte hingestellt haben, hast du gesagt, das ist die Säge. Das ist momentan eigentlich so die Säge, die am meisten verkauft wird auch. Euer absoluter Verkaufsschlager, Feature-Schlager, zusammen natürlich auch mit denen, da kommen wir natürlich nachher dazu. Inwiefern unterscheiden sich jetzt diese beiden, ja, so als die nächste Klasse jetzt von den beiden?
Also hier haben wir tatsächlich unseren Topseller. Die DJV 181 ist also unser Topseller bei den Akku-Stichsägen. Die DJV 182 unterscheidet sich eigentlich jetzt nicht großartig hier zu der DJV 184, was die Funktionen angeht. Von den technischen Daten sind sie etwas höher. Also wir haben hier einen Drehzahlbereich von 800 bis 3500 Umdrehungen und haben auch einen Hub von 26 mm. Bei der DJV 181 allerdings, da haben wir eine spezielle Schalterkonfiguration und die haben tatsächlich unsere Ingenieure in Japan damals so entwickelt, dass man sie, wie du gerade gesagt hast, sogar als Linkshänder oder Rechtshänder so oder so jeweils schalten kann. Aber der Hintergrund war sogar eigentlich ein anderer. Der Hintergrund war eigentlich sogar der, die Säge tatsächlich ob man sie von oben benutzt oder von unten benutzt, schalten zu können. Denn normalerweise bei einem Schalter muss ich ja umgreifen. Also ich sage jetzt mal, wenn ich die Säge so in der Hand habe und habe dann den Schalter irgendwie so weit weg, dass ich da mit den Fingern gar nicht mehr hinkam, dann muss ich umgreifen oder eben mit der anderen Hand schalten. Stimmt, ja. So, hier kann ich jetzt in der Position, also egal was ich mache, du möchtest jetzt von unten schneiden, dann kannst du mit dem Daumen problemlos jetzt die Säge an- und ausschalten. Auch rechts, links. Und so weiter, und rechts, links und andersrum, wenn du die Säge aber jetzt tatsächlich von oben benutzen möchtest, dann wird es mit deinem Daumen wahrscheinlich etwas weiter weg und dann kann man auch von der anderen Seite mit dem Zeigefinger die Säge an- und ausschalten. Also, dass man sie wirklich von oben und von unten in egal welcher Position, entweder mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger sogar schalten kann. Ganz kurz, macht total Sinn, weil ich habe vor dem Video, bevor wir angefangen haben zu drehen, habe ich gesagt, die Säge ist ja schön, aber der Schalter, ich weiß nicht. Ja, aber wo du es erklärst, macht es natürlich total wieder Sinn. Das ist immer wichtig zu verstehen, warum sind Dinge so gemacht, wie sie gemacht sind. Weil theoretisch wäre es ja eine schöne, auch wenn es weiter vorne wäre, hier unten irgendwo, aber zu sagen, also gerade bei der Arbeit von unten, wofür sie ja eigentlich prädestiniert ist, seht ihr auch, es liegt absolut perfekt am Daumen. Ja. Das ist Fakt, ja. Und von oben liegt es natürlich wunderbar hier am Zeigefinger. Also da hast du völlig recht. Ganz leicht erklärt. Trotzdem wollte ich noch eine ganz kurze Anmerkung hier dazu geben. Und zwar haben wir hier bei den Folgen darüber gesprochen, diesen Sanfthub zu deaktivieren. Ist natürlich auch bei dem Modell möglich. Aber hier muss ich dazu sagen, die Säge wurde tatsächlich mal technisch überarbeitet, ist zwar nirgendwo ersichtlich jetzt, aber alle Modelle ab Baujahr 2020 haben diese Möglichkeit. Davor, ältere Baujahre, haben tatsächlich nicht die Möglichkeit, den Sanfthub auszuschalten. Okay. Also ab Baujahr 2020, 2021 und so weiter. Haben wir die Möglichkeit, das zu deaktivieren. Also wenn ihr eine ältere habt, nicht wundern, wenn es eben nicht geht. Ja. Bei allen neuen Modellen, die ihr jetzt aktuell kauft, ist es natürlich mit dabei. Ja. Ich hatte hier einen Hub von 23. 23 mm. 26. Hier haben wir jetzt einen Hub von 26 mm. Und wir haben auch noch eine kleine einen kleinen technischen Unterschied. Also wenn wir hier reinschauen Richtung Hubstange, wir haben also hier bei den Modellen DJV 181 und 182 haben wir eine Vierkant-Hubstange, also tatsächlich quadratisch kann man sagen. Und das bietet eben den Vorteil, dass bei Kurvenschnitten die Hubstange sich nicht verwindet oder nachgibt. Also sprich, wenn ich hier dementsprechende Kurvenschnitte durchführe, bleibt diese Vierkant-Hubstange immer in ihrer Position. Das unterscheidet sich auch noch zu den kleineren Modellen. Ja. Das heißt also, sie ist, ich sag mal, stabiler und bleibt im Schnitt noch mehr und durch so eine kleine Änderung, aber eine wichtige Änderung. Ja. Was du gerade quasi gezeigt hast, ist auch ein großer Unterschied. Die Kamera kriegt das bestimmt auch drauf. Hier vorne das Sichtfenster, das ist hier nur drauf gesteckt. Ja? Ja. Hier ist es anders gelöst der Vorteil, den ich hier habe, ist es auch so, ich kann hier da dran das Sägeblatt auch auswerfen. Das heißt, ich kann das hier wieder kein Akku drin einsetzen. So, Moment. Ich setze das einfach mal ein, hier für die Kamera, zack, und das ist drin. Wenn ich es jetzt auswerfen möchte, brauche ich jetzt nicht hinter das Sichtfenster greifen, wie es bei der Säge ist, sondern ich kann hier einfach, und dann wird es leicht ausgeworfen und ich kann es rausnehmen. Ja. Das ist nochmal ein Unterschied, finde ich vom Handling deutlich angenehmer, weil es einfach noch ein bisschen weniger, ich sag mal, gefummelt ist. Die Frage für mich wäre jetzt,
wenn wir jetzt diese beiden Klassen uns anschauen, unterscheidet sich der Preis ja nur, ich sag mal, 40, maximal 50 Euro zwischen diesen beiden Sägen. Wann würdest du eher diese nehmen und wann würdest du eher diese hier nehmen? Also die kleineren Modelle sind halt einfach etwas kompakter. Ich sage mal auch die Handgröße oder die Handfläche überhaupt, ja, der eine hat kleinere Hände, der andere hat größere Hände. Ich sage jetzt mal, wenn angenommen, ich habe nur sehr kleine Hände, dann tue ich mich vielleicht schwer hier an dem etwas größeren Gehäuse. Dann wäre natürlich die kleinere, kompaktere Größe idealer. Wenn jemand sagt, ich habe große Hände, für mich kein Problem, dann ist es natürlich hier eigentlich insofern die bessere Wahl, denn natürlich, warum hat die Säge überhaupt so ein großvolumiges Gehäuse? Wir haben also bei der Säge hier auch eine Vibrationsreduzierung innermotorisch verbaut. Das heißt also, die ist deswegen so groß, weil sie dadurch laufruhig funktioniert. Aber hilft mir, wie gesagt, natürlich nichts, wenn ich jetzt kleine Hände habe und sage, ich kann hier die nicht gut halten, dann wäre die kleine Variante besser. Ansonsten habe ich hier natürlich schon mit mehr Hub, höherer Drehzahl und eben der Laufruhe das etwas bessere Modell. Wenn du jetzt nochmal der Tipp, kleine Hände, hast du recht, aber diese Säge hat einen großen Vorteil. Und deswegen, man sagt mal so schön, deswegen taugt sie mir mehr. Und zwar bei der hier ist es so, von euch, wenn ich jetzt mal so drauf schaue, meine Finger drücken hier vorne gegen und hier bin ich an der Seite. Bei der Säge ist es so, dass ich sie umfassen kann. Das ist für mich ein sehr großer Vorteil. Ich habe sie noch besser im Griff, wenn ich von oben arbeite. Von unten ist es egal. Ja? Aber wenn ich von der Seite arbeite, habe ich sie für mich ein bisschen besser im Griff. Hier bei denen spielt es keine Rolle, ja, das ist klar. Aber das hier, da lege ich sehr großen Wert drauf, je nachdem, wie es für euch ist. Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, was sagt ihr dazu? Ja? Würdet ihr sagen, eher die kleineren, kompakten oder die? Weil ich glaube, wenn du häufiger damit arbeitest, spielt der Preisunterschied auch eigentlich gar keine Rolle. Ja? Also meine Meinung. Schauen wir mal weiter und denkt dann, bleibt dran, wir kommen noch zum Zubehör, was alles dazu gibt. Wenn du dich für die richtige entschieden hast, dann solltest du auch schauen, welches Zubehör du brauchst. Weil einfach nur für Kurvenschnitte brauchst du jetzt relativ wenig Zubehör, aber sobald du gerade schneiden möchtest, da gibt es wichtige Dinge, da schauen wir uns das gleich mal an. Ich rücke das mal ein bisschen zusammen und nehme mal hier die ganze Zettelei hier mal weg, wo für mich Laien die ganzen Namen draufstehen, die du alle auswendig kennst. Jetzt kommen wir weiter, 40 Volt. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil ist ja eigentlich dasselbe Gerät. Jein. Genau, das ist nämlich genau die Sache. Jein. Weil erst einmal, wenn ich mal ganz kurz ketzerisch sagen darf, wir nehmen jetzt mal das Einsteck, also das hier mal weg und packen die mal wirklich so nebeneinander. Wenn wir jetzt mal den Akkutyp wegnehmen, das ist schon sehr, 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 sehr ähnlich. Sehr ähnlich, ja. Wir haben jetzt hier die neuen 40 Volt Max Stichsägen, also auch die 40 Volt Max Serie wird jetzt ergänzt mit der Möglichkeit auch hier die zwei verschiedenen Varianten an Stichsägen hier sein Programm zu erweitern. Von den technischen Daten sind sie eigentlich identisch, also auch hier haben wir 800 bis 3500 Umdrehungen von der Drehzahl her und einen Hub von 26 mm. Trotz allem haben wir natürlich jetzt hier ein paar Jahre Entwicklungszeit dazwischen, haben wir hier eine etwas veränderte Getriebekomponente und wenn man das Gerät jetzt zum Beispiel mal hier so, ich sag mal, von der Seite hier so betrachtet, dann sieht man, dass die 40 Volt Variante nochmal etwas kompakter ist, also sprich das Umgreifen mit der Hand ist also dann hier bei der 40 Volt Variante sogar etwas kompakter und vielleicht dadurch angenehmer wie bei der 18 Volt Variante. Wie gesagt, von den technischen Daten, ansonsten wäre sie identisch. Ein kleines technisches Feature haben wir allerdings auch hier noch mit verbaut. Die sogenannte Schnittstellenbeleuchtung, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die lässt sich jetzt hier bei der 40 Volt Variante sogar runterdimmen. Also da gibt es tatsächlich ja den einen oder anderen, der sagt, okay, ich arbeite viel über Kopf, aber mich blendet dann immer diese Schnittstellenbeleuchtung. Also hier haben wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit, dass wir hier über den Entriegelungsknopf, ich kann es auch gerne mal kurz zeigen, wenn wir den Akku einsetzen und ich den Entriegelungsknopf hier einfach etwas länger drücke, dass dann die LED-Beleuchtung hier gedimmt wird.
Das wiederum lässt sich aber nicht speichern. Das heißt, wenn ich jetzt den Akku wechsle, entferne etc., wenn ich sie einschalte, wird immer die volle Leuchtkraft hier vorhanden sein, aber eben die Möglichkeit zu dimmen. Dementsprechend, da wir ja rein technisch dieselben Leistungen haben, also erstmal von den reinen Papierwerten haben wir hier dieselbe Geschwindigkeit, denselben Hub, haben wir eigentlich 3 Dinge, in der sich diese Geräteklassen, also diese beiden hier unterscheiden. Nummer 1, die Frage ist, welchen Akku benutzt du? Ja, also das ist, wenn du einfach sagst, ich habe 40 Volt Akkus, dann ist das deine Stichsäge. Wenn du 18 Volt Akkus ausschließlich hast, ist es diese hier. Wenn du beides hast, würde ich zu Punkt 2 kommen. Das ist natürlich, wenn du 40 Volt benutzt, hast du etwas mehr Leistungsreserve. Ja? Das heißt also, wir reden jetzt vom Grenzbereich. Das ist eine absolut leistungsstarke Säge. Das ist jetzt gar nicht das Thema. Und wir wollen das jetzt nicht hier irgendwie die hier schlecht machen, sondern bei 40 Volt ist es so, wenn du jetzt wirklich hart an die Grenze gehst, sehr lange, sehr ausdauernd arbeitest, hast du hier einfach etwas mehr Reserve. Das ist der Punkt 2. Und Punkt Nummer 3 ist es eigentlich vor allem so kleinere Änderungen wie der Griff ist etwas schmaler, wir haben das Thema Beleuchtung, vielleicht ist irgendwo ein Kabel ein bisschen dicker oder dünner, aber das ist halt etwas weiter entwickelt, aber für dich sind es eigentlich genau diese 3 Themen. Aus meiner Sicht, so hast du noch was zu ergänzen. Gut, also wir haben in dem 40 Volt Max-Programm natürlich den Vorteil, dass wir ein bisschen mehr Leistungsreserve haben, aber auch, dass wir eine längere Laufzeit haben. Also es ist tatsächlich so, vergleichbar werde ich hier mehr Schnitte oder mehr Meter machen können, schneiden können, wie mit dem Pendant in 18 Volt. Ist tatsächlich auch hier nochmal so ein spürbarer Vorteil. Und das wird sich erstmal merkwürdig anhören, dass ich bei selber eingebrachter Energie mehr Schnitte bekomme, aber es liegt einfach daran, die ist einfach effizienter. Ja. Das ist einfach auch ein effizienterer Motor. Die gesamte Technologie ist etwas effizienter und das merkt man dann schon. Ob das für dich relevant ist, das musst du für dich entscheiden, ob du einfach sagst, stecke ich halt den nächsten Akku rein. Ja, also, dann ist das halt so. Aber du kommst halt schon ein paar Schnitte weiter. Ja. Und eine Sache muss ich sagen, wir haben den Test mal gemacht. So einen Akku leer zu sägen, das macht keinen Spaß, weil du schaffst gefühlt, kannst du ganze Wälder niedermetern, bis so ein Akku auch mal leer ist. Also das dauert schon wirklich sehr, sehr lang. Ja. Okay, du schreibst bitte gerne nochmal in die Kommentare, wenn du sagst, wir haben irgendetwas nicht erwähnt, was für dich wichtig gewesen wäre für eine Entscheidung, dann beantworten wir es in den Kommentaren. Aus unserer Sicht müsst du jetzt wissen, was ist die richtige für dich. Deswegen kommen wir jetzt zum Thema Zubehör und gehen hier mal drüber. Nehmen wir mal irgendeine beliebige Stichsäge und schauen uns mal an, was für Zubehöre haben wir denn eigentlich. Und ich glaube, das hier ist erstmal ein zentrales Thema, nämlich die Führungsschiene. Und hier auch nochmal, hat eigentlich gar nichts mit Stichsägen zu tun, aber Führungsschienen gibt es auch in der Tasche. Ja, ich glaube, viele wissen das gar nicht. Es gibt bei uns verschiedene Längen. Es gibt 1 Meter, 1,40 Meter, 1,50 Meter, 1,90 Meter, 3 Meter und alle Größen sind kombinierbar mit einer Tasche. Also wir haben für jede Länge auch die passende Tasche. Die Transporttasche haben wir hier die Möglichkeit, sogar 2 Schienen zu transportieren. Wir haben hier 2 so Einschubtaschen, können also 2 Schienen transportieren, haben hier außen noch so ein separates Fach mit Reißverschluss, wo sich dann die auch passend dazu erhältlichen Schraubzwingen hier unterbringen lassen. Und dann ist das Ganze natürlich auch gut transportiert, denn letzten Endes ist natürlich so eine Schiene auch ein sensibles Teil. Absolut. Denn ich sage jetzt einmal, wenn sie verbogen wäre oder irgendwelche Beschädigungen hat, dann habe ich ja unter Umständen auch keinen sauberen Schnitt mehr. Und deswegen also hier auch der Hinweis, es gibt die passende Transporttasche für alle Größen bei Makita. Also so eine Transporttasche, erstmal, wenn viele sagen, Herrgott, ich habe das Ding in der Hand, kommt hinten ins Auto rein und gut ist. So weit theoretisch so gut. Aber wenn dir einmal hier auf die Ecke fällt, ist schon wieder doof. Also mir ist das mehrmals passiert. Ich habe eine Schiene gehabt, die war mal 1,40 Meter oder so. Die ist, glaube ich, jetzt noch 90, weil ich dann einfach immer das Stück abschneide. Ja, und das ist auch nicht das Sinn und Zweck der Sache. Ja? Aber wenn du so eine Beschädigung drin hast, hast du eine Beschädigung drin. Und dann kannst du mit der Stelle erstmal auf jeden Fall nichts anfangen. Und da macht so eine Tasche schon total Sinn. Ja? Also sägt eure Schienen nicht ab. Ich packe die mal zur Seite, dass wir uns das mal anschauen können.
So, jetzt habe ich so eine Stichsäge, aber die passt jetzt ja nur offensichtlich nicht hier drauf. Ja, also wenn ich die Stichsäge, sage ich will die Stichsäge verwenden mit unserer Führungsschiene, dann gibt es also hier den sogenannten Führungsschienenadapter für Stichsägen. Der ist also geeignet für alle unsere Makita-Stichsägen. Der wird hier vorne befestigt, wo normalerweise, wenn ich möchte, ein Parallelanschlag befestigt werden kann. Das heißt, wir schieben den dann hier ein. Na, dann wird der mittels der Rändelschraube arretiert und dann kann ich hier dementsprechend, je nachdem wie der Abstand sein soll, kann ich dann hier mit der Stichsäge, ich fahre jetzt einmal hier so ein kleines Stück, kann ich mit der Stichsäge auch einen geraden Schnitt an der Führungsschiene durchführen. Mhm. Gibt es als Zubehör. Ergo, wir kommen der Tauchsäge oder der Handkreissäge ein bisschen näher und schaffen es auch wieder ohne Vorrichtung, ohne perfekt auf den Bleistiftstrich jetzt zu achten, sondern ich kann es einfach anlegen, kann sägen und kann im Zweifel erstmal genauer und schneller arbeiten. Ja. Ja? Und das mit einem relativ kleinen Feature finde ich sehr sinnvoll. Und wenn du dir so eine Stichsäge holst und sowieso eine Führungsschiene hast, was die meisten ja eigentlich haben, dann das kleine Zubehör bitte einfach dazu kaufen. Es macht das Leben leichter. Ja? Auch wenn du erstmal sagst, brauche ich wahrscheinlich nicht. Wenn du es einmal benutzt hast, dann ist das Thema durch. Das liegt immer bei dir im Koffer und dann benutzt du das nämlich auch. Manchmal ganz hilfreich. Ja. Absolut. Ja. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch dann den, wie ihr gerade sagte, Parallelanschlag oder beziehungsweise hier tatsächlich auch als Kreisschneider verwendbar. Das heißt, ich kann den beidseitig verwenden. Hier mit diesem Dorn kann ich ihn als Kreisschneider verwenden. Also ich setze es auch wieder an der Stichsäge vorne ein, kann dann den Dorn quasi an meinen Drehpunkt eindrücken und dann dementsprechend die Säge hier so mitnehmen. Der Dorn lässt sich vorn oder hinten einsetzen. Das ist wiederum wichtig, je nachdem, von welcher Richtung aus ich die Rundung schneiden möchte. Also der Dorn muss hinten sitzen. Das heißt, jetzt in dem Fall müssten wir den Dorn kurz rausnehmen, einfach nach oben die Kugel abdrehen, den Dorn dann hier hinten einsetzen. Du musst mir aber mal helfen. Ich habe es nämlich eben falsch gemacht. Ich habe jetzt hier eher die falsche Mutter angezogen. Ja, also es liegt hier noch so eine kleine Schraube mit dabei. Die haben wir jetzt bei einem anderen Modell montiert. Deswegen geht die uns jetzt ab. Und damit lässt sich das Ganze dann fixieren. Oder wir können es jetzt auch einfach von der anderen Seite einsetzen, dann wäre es quasi schon, haben wir es richtig zusammengebaut. Machen wir das Video schneller. Dann haben wir es richtig zusammengebaut. Wie gesagt, die kleine Schraube liegt im Lieferumfang dabei, wird das hier befestigt. Genau, und so können wir dann dementsprechend Kreisschnitte durchführen. Geh nach außen, jetzt hier befestigen und können schneiden. Dann so den das ist ein cooles kleines Feature. Ja? Und wenn ich es nicht brauche, kann ich es natürlich hier als Parallelanschlag verwenden. So nutzen, habe hier meinen Parallelanschlag und kannst du entsprechend benutzen. Cool. Aber das gehört zum Lieferumfang? Ist ein Sonderzubehör, also Kreisschneider ist Sonderzubehör, der Führungsschienenadapter ist Sonderzubehör. Gut, wir sagen immer, wer es braucht, der besorgt sich und wer es nicht benötigt, der muss es auch nicht mitkaufen. Und im Zweifel nicht wegschmeißen. Genau. Ja. Wir blenden euch mal den Preis dafür hier unten mal ein. Was kostet das Ganze denn eigentlich? Also die beiden Teile, dann wisst ihr das auch. Ansonsten wie immer natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das Teil hier kennt vielleicht auch nicht jeder. Hast du auch nicht umsonst mitgebracht? Wozu nutze ich das? Ja, also wir haben hier jetzt relativ neu für unsere Führungsschienen auch hier diese Anschlagslineale. Das heißt, ich kann hier sogar dann, wenn ich sage, ich benutze die Schiene jetzt mit der Tauchsäge, dann kann ich hier mittels diesem Lineal, kann ich mir das quasi einrichten und dann mit dem Anschlag hier hinten, man sieht der Anschlag, der steht also etwas nach unten, kann das dann hier quasi am Material anschlagen, muss mir das also einmal einrichten. Wir haben also hier dementsprechend diese Lineale, die ich mir einmal einrichte. Ich sage jetzt mal, ich messe es nach, richte es mir ein. Dann kann ich aber den Schnitt quasi vielfach wiederholen, ohne dass ich jedes Mal am Material hier meinen Schnitt anzeichnen muss. Also wenn ich sage, ich habe jetzt eigentlich 10 Platten zu schneiden, alle mit demselben Maß,
dann musste ich eigentlich bis dato immer bei allen 10 Platten meinen Schnitt oder meine Risskante anzeichnen. Jetzt mache ich das einmal, messe das ein mit dem Lineal und dann kann ich das Lineal quasi die folgenden 9 Mal ansetzen und habe immer dieselbe Breite hier dann vom Schnitt her. Die Lineale haben hier vorne so eine Verriegelung, einfach die Verriegelung aufmachen, dann werden die hier von außen werden die hier so eingeschoben. Na? Also im Prinzip ganz einfach hier an der hinteren Nut von der Führungsschiene das Ganze einsetzen, dann hier verriegeln, dann wird das arretiert, das Ganze. Und so kann ich dann entsprechend anlegen. Genau. Ich habe es mir nicht festgemacht, ja klar. Je nachdem, wie ich es haben will, mache ich mir hier meinen Anschlag, mache ich mir den hier fest. Na, und dann dementsprechend haben wir hier den Anschlag und unsere gewünschte Breite. Also das jetzt neu im Sortiment für die Führungsschiene als Ergänzung. Macht aus meiner Sicht total Sinn, falls sich jemand fragt, warum muss ich denn jetzt hier dieses Lineal mir dahin einstellen, wo ich es brauche? Liegt natürlich auch ganz klar daran, es kommt darauf an, welches Gerät drauf ist, dass ich es wirklich auf ein Zehntel einstellen kann, weil ich muss so eine Schiene auch mal einsägen, muss genau schauen, wo ist der Punkt, messe das nach, stelle es mir einmal ein und dann ist dieses Gesamtsystem einmal arretiert. Das muss ich also nicht bei jedem Schnitt machen, sondern einmal, wenn du sagst, die eine Tauchsäge oder die Säge, kann eine Handkreissäge sein, das ist das Gerät und dann weißt du, so ist es richtig. Ja, differiert je nach Sägeblatttyp. Der eine verwendet das Sägeblatt, ein anderes und die Stärke vom Sägeblatt ist natürlich auch entscheidend für das Maß und deswegen muss man sich einmal einmessen und dann passt es aber. Na, genau. Das Ganze. So. Hast du noch ein Zubehör? Also ich habe hier noch die Schraubzwingen liegen, die sind jetzt nichts Neues im Sortiment, aber trotz allem für den einen oder anderen, der sie nicht kennt. Wir haben also auch bei Makita die passenden Schraubzwingen. Die Schraubzwingen, die können also hier an der Führungsschiene, können die hier unten in diese Nut, können die eingesetzt werden, sind dann quasi befestigt, dann kann ich ans Material gehen und die sind sogar hier mit diesem Schnellverschluss, also einfach einmal kurz hochratschen und dann sind die Schraubzwingen befestigt. Also auch die gibt es bei uns im Sortiment. Und last but not least habe ich jetzt hier noch so eine kleine Schachtel. Genau. Hier gibt es jetzt ein neues Zubehörteil für unsere Tauchsägen. Die Tauchsäge gehört ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, zu der Führungsschiene, weil Voraussetzung, um eigentlich die Tauchsäge ordnungsgemäß einsetzen zu können, ist eigentlich auch eine passende Führungsschiene dazu. Und da haben wir jetzt ganz neu im Sortiment hier diesen Rückschlagstopp. Das ist also ein kleines Anbauteil, lässt sich an alle unsere Tauchsägen lässt sich das dran montieren und dadurch wird verhindert, dass bei einem eventuell auftretenden Rückstoß, Rückschlag die Säge nach hinten springen kann, denn sie wird also sofort in der Schiene gestoppt. So schaut es aus, dieses kleine Bauteil hier wird dort unten an der Grundplatte befestigt. Und wenn wir die Säge dann hier einsetzen, nach vorne kann man sie dann weiter schieben, nach hinten wird sie sofort stoppen. Und wichtig ist erstmal Folgendes, das Thema Rückschlag ist ja, oder der Kickback ist ja für viele ein sehr, sehr wichtiges Thema. Auch, vor allem auch je ungeübter man mit so einer Säge ist, umso mehr hilft es dir eigentlich, auch Sicherheit über die Zeit auch aufzubauen, aber auch für den Profi natürlich. Und wir haben hier ein Teil, das kostet irgendwo zwischen 5 und 10 Euro. Ja? Es kostet wirklich nicht viel, passt an, wenn ihr die Säge schon habt, wenn ihr irgendeine andere Säge, also nicht irgendeine andere, sondern wenn ihr eine Säge von Makita habt, eine Tauchsäge, es passt an alle Sägen dran. Ja. Unten verlinkt in der Videobeschreibung und dann, ich zeige euch mal, wie ist das System. Also ich kann die Säge, so wie ihr es gewohnt seid, einfach nehmen, aufsetzen, ist gar kein Problem, kann nach vorne arbeiten, aber nicht nach hinten. Ja? Ihr seht hier, nach hinten geht nicht. Ja, das macht dieses kleine Teil und ja, genau, ich habe es jetzt nicht richtig benutzt, das hier muss natürlich eingefahren werden in die Führungsschiene und also das ist ja an jeder Säge eigentlich. Also bei allen Makita-Sägen gibt es diese Verriegelung hier. Ja. Wir können also hier bei unserer Schiene haben wir eine zusätzliche Nut, sogenannter Kippschutz heißt es. Eigentlich wurde der mal konzipiert, wenn die Säge in der Gärung steht, dass sie eben in der Schiene stehen bleibt. Aber natürlich auch jetzt hier in Verbindung mit dem Rückschlagstopp hier eine gute Kombination. Genau. Viele wissen ja gar nicht, dass, also das ist ja ein Feature, was bei weitem noch nicht alle Hersteller haben. Nein. Ja? Und ist
eine Kleinigkeit, auch hier gefühlt kostet 5 €, aber macht einen großen Unterschied, denn in der Regel steht es sonst so da, dass ich das irgendwie festhalte und hier dann rummache und so. Ja, und hier kann ich einfach wissen, ich stelle es mir ein, es fällt mir nicht runter, ich habe also wirklich diesen Kippschutz schon dran. Und dieses kleine Feature, was wir haben, das setze ich mir innerhalb von 2 Minuten hier an, ja, und kann das hier einbauen. Und das ist wirklich eine Kleinigkeit. So. Das sind nur, jetzt habe ich es leider ein bisschen auseinandergebaut, aber ist ja kein Problem. Es sind nur diese paar Teile. Und das setze ich dort ein innerhalb von einer Minute oder 2. Und schon habe ich das Ganze drin. Also ich weiß, heute geht es eigentlich um Stichsägen, aber wir wollten das unbedingt mit reinnehmen, weil es ganz neu ist und für viele sicherlich interessant. Also schaut euch das ruhig mal an. Auch da, wenn ihr sagt, ich soll doch noch mal einen Test machen, was anderes, gerne unten in die Kommentare. Ja? Ich hoffe, dass ihr jetzt genau wisst, was ihr braucht. Also ergo, welche Säge ist es denn eigentlich? Ist es hier das Thema 40 Volt Max? Ist das Thema 18 Volt, 18 Volt Kompakt oder 12 Volt? Ihr schreibt gerne mal in die Kommentare, für welche Säge habt ihr euch entschieden? Würde mich sehr interessieren, vielleicht auch dich. Natürlich auch, ja. Genau, bleibt es beim Verkaufsschlager oder generieren wir heute einen neuen? Wer weiß das schon? Alle weiteren Fragen gerne in die Kommentare und so lange können wir nur noch sagen, ran an die Stichsäge und bis zum nächsten Mal.